Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Evil West. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Freunde, viel Spaß mit der neuen Folge. Gerne weiter liken, kommentieren. Great. You seeing this too? Take it off. Mr. Rentier, on a first date? What do you take me for? You're right. Maybe a little lighting to set the mood. No, no need. I see it now. Of course. The glamour. I'm on it. Today, Chester. Please. I need to concentrate. It's not that easy to sever the illusion from its source. What's the source? You don't want to know. Sanguis Eternus. Well, I'll be damned. You know Alles what, klar. I'll take the explosives, you get the burner. Is this about the bridge? It's not about the bridge. Got the damn train, didn't I? Alles klar, gut, weiter geht's, Freunde. Wie gesagt, danke auf jeden Fall an alle Unterstützer bei der ersten Folge. Wenn ihr Bock habt auf mehr, lasst mich das gerne wissen. Und wenn ihr euch das selber gönnen wollt, gerne bei meinem Partner Instant Gaming mal vorbeischauen. Link in der Videobeschreibung. Da könnt ihr auf jeden Fall einiges sparen bei dem Game. So, erstmal klarkommen jetzt hier. Zur Seite, zack. Sehr gut, das hat gut gesessen. Weiß nicht, ob das zu dunkel ist oder zu hell ist. Also ich sag mal so, die Texturen verwaschen so ein bisschen. Also es ist irgendwie ein bisschen manchmal schwer zu erkennen, was da eigentlich abgeht. Vielleicht muss ich noch mal ein bisschen mit der Helligkeit rumspielen. Warte mal. Ihr könnt mal gerne auch Feedback geben. Ich mach's jetzt nochmal ein bisschen heller. Das ist aber fast schon zu hell wahrscheinlich, oder? Ist besser, obwohl, ne? Nee, ich glaube, das ist besser jetzt sogar. Sehr gut. Das ist doch gut sein, Mensch. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist mit der Helligkeit mal hier. Ach, keine Ahnung. Lasst mich das gerne mal wissen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Muss ja auch angenehm sein für euch zum Gucken, ist ja klar. Oh. Was ist das denn hier? Ey, irgendwie kriege ich gerade so ein bisschen Dead Space Vibes. Oder auf das Remake habe ich auch mega Bock drauf, aber irgendwie habe ich auch, ich weiß nicht, irgendwie habe ich auch Bock, den alten Teil nochmal zu zocken. To compete against the species that keeps on growing and advancing with their technology, creating new and more dangerous weapons of war and other engineering marvels. As I see it, the real struggle is nature versus technology, instinct versus genius. We have allowed those naturally subordinate to us to transform themselves from prey into predators. If we don't alter this trajectory, eventually they will murder us all. Okay. Ja, wie gesagt, irgendwie hätte ich Bock, nochmal den alten Teil zu zocken, bevor man das Remake zockt. Weil das wird wahrscheinlich dann nie wieder der Fall sein, oder? Kennt ihr das? Habt ihr das bei euch auch so, wenn so ein Remake oder ein Remaster kommt, dass ihr die alte Version sowieso nicht mehr zockt? Warum auch, weißt du? Warum sollte man jetzt, wenn man das Remake natürlich hat, zum Beispiel von Dead Space dann, oder, keine Ahnung, Last of Us 1 jetzt, warum sollte man das alte Spiel nochmal spielen? Nur um zu vergleichen vielleicht. Ach, keine Ahnung. So, weg mit euch. So, kommen alle hierher, bitte. Zack. Bleib liegen am besten. Jawohl. Yes. Stufenaufstieg.
Neuer Vorteil. Endlich. So, jetzt können wir aufleveln. Auf jeder neuen Stufe werden weitere Vorteile freigeschaltet. Du kannst Vorteile aktivieren, indem du Vorteilspunkte verteilst. Du kannst aktive Vorteile auch deaktivieren und Vorteilspunkte zurückerhalten. Jetzt Vorteile aktivieren. Okay, das sollen wir als erstes nehmen, oder was? Was ist das? Die Abklingzeit des Heilungsspenders verringert sich, wenn du Schaden mit dem Kampfhandschuh verursachst. Okay, ja, warum nicht, warum nicht? Das war's jetzt erstmal? Ja. Gut. Ja, okay, nehmen wir erstmal. Obwohl, warte mal, wir können mal trotzdem mal ganz kurz gucken, was das hier alles ist. Schlagen verursachen zusätzlichen Flächenschaden. Das ist ganz, das hört sich ganz cool an. Befehlskette. Okay, bessere Kombis. Perfekt abgestimmte Angriffe für mehr Schaden. Antäuschen. Das sieht cool aus. Aber bei Level 7 erst. Hau den Lukas. Einschlag. Das ist... Alter, das sieht mächtig aus. Level 10 erst. Schockwellenschlag. Level 3. Okay. Okay. Die nächsten... ja, die anderen Sachen, wie gesagt, können wir uns dann später angucken. Wenn es dann endlich soweit ist. Wenn ihr Bock habt, Freunde. Wenn ihr Bock habt. Habt ihr Bock, dass wir das weiterzocken? Lasst mich das gerne wissen. Lad doch mal nach jetzt hier. Sehr gut. Und weg. Okay. Ja, ein bisschen Dead Space Vibes und ein bisschen Gears of War irgendwie gerade. Wenn du da in diesem Bau der Locus bist, so ein bisschen. Aber diese Pyramiden-Style. Ja, ein bisschen Dead Space oder auch House of Ashes hier, Dingsbums. Dark Pictures House of Ashes, so ein bisschen. Ne? Aber nice auf jeden Fall. Aber was machen wir mit der Kohle? Was können wir denn mit der Kohle denn machen? Oh, shit, was ist das denn? Vampirfliege oder was? Komm schon, weg mit dir. So, neue Geschichte. Was ist das denn? Kreischender Teufel. Ihr eigentümlicher Name wurde erstmals im Jahre 1887 gedruckt. Was ist jetzt los? Okay, danke. 2 Artikel auf Ihrer Wunschliste. Dankeschön, super. Wirklich. Die Autor, blablabla. Okay. Das zählt wieder zu den Monstern. Okay. Also es gibt verschiedene Gegnertypen. Also und Gegnerklassen. Ja, ihr versteht schon. Ach, guck mal hier, jetzt kann man... Ach so, guck mal hier, jetzt kann man gucken. 8 von 9 Cash-Dingern habe ich gefunden. Und hier... Wofür steht das linke Symbol da? 2 von 4 zum Beispiel. Was denkt ihr? Ein Cash-Symbol fehlt, die Kiste habe ich auch gefunden. Keine Ahnung. Vor allem, was bekommt man dafür? Nochmal ein bisschen extra EP oder was? Das irgendwie aufschießen oder was? Nee. Wo ist der richtige Weg? Das ist die Frage. Not enough. Dieses eine Symbol könnte vielleicht für diese Geschichtendinger stehen, ne? Könnte das vielleicht sein? Das könnte vielleicht sein, ne? Warte mal, was ist das denn? Das sieht ja... Okay, das sieht ja geil aus. So, komm mal raus jetzt hier aus euren Löchern, wenn ihr Schläge wollt. Okay, keiner. Gut, besser ist es. Interaktion beim Schießen. Okay. We are a unique species, brothers and sisters.
We are not bred. We are not born. We come to life when we accept the gift of change. Our powers are many, and they have served us well. The art of glamour has given us safety through secrecy, but I am afraid we are becoming the victims of progress. Sooner or later, human technology will find a way to see past our illusions. They will expose and demonize us and make us their ultimate enemy. Inevitably, we will become their inferiors. Okay, also ihr habt es wahrscheinlich schon selber gecheckt. Er erzählt was anderes, als was da links oben steht. So ein bisschen unterscheiden sich die Texte. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz, warte mal. Wo war das jetzt? Spiel? Ne, warte mal. Wo war das jetzt hier? Ja, okay. Dieses Ding zählt tatsächlich für diese Notizen, die man finden kann. Okay, gut, okay. Aber ihr seht schon, überschaubar und recht einfach zu finden, ne? Wie, ist doch egal, einfach drauf da. Au! Au! Verdammt nochmal, ey. Junge, wieder zerfliegt, ey. Oh. Sehr gut. Boom! Sehr geil. Okay. Das ist schon mal ganz gut, dass du hier nicht runterfallen kannst, aus Versehen. Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie finde ich die Optik ganz gut, aber es ist irgendwie so... Es hat kaum Konturen, wenn ihr was... Also das ganze Bild, die ganze Umgebung, die Charaktere verschmelzen so mit der Umgebung irgendwie. Es gibt keine... Also es hebt sich nicht richtig davon ab, wenn ihr versteht, was ich meine. Versteht man, was ich meine? Und wenn, ja, bin ich der Einzige, der das so sieht. Also irgendwie mag ich die Optik, weil es so ein bisschen diesen comichafteren Look hat, den ich eigentlich ganz gerne mag. Ja. Aber irgendwie mehr Konturschärfe, oder wenn man versteht, was ich meine. Keine Ahnung. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Weil es ist so ein bisschen alles... Ich will nicht sagen, dass es eine Matsch-Optik ist, sondern es verschmilzt eher so. Das ist irgendwie so noch ein Unterschied. Keine Ahnung, wie gesagt, ob man versteht, was ich meine. Ich sehe nichts! Ich hoffe, man versteht. Ich hoffe wirklich, man versteht. Ah, ich denke mal schon. So. Ich esse mal weg. Okay, das sind auch immer wieder diese Kampfarenen. Zur Seite mit dir, nicht mit mir hier. Komm. Let's go. Rohe Gewalt. Na, was ist das? Führe 15 Finisher. Na klar, gar kein Problem. Lass es sein. Lass es sein, habe ich gesagt. Let's go. Ist doch kein Problem. Okay. Sehr gut. Must be the entrance. Looks even bigger up close. Well, let's crash their little party. Warte mal ganz kurz. Die Stimme habe ich schon lauter gemacht, aber irgendwie sind sie trotzdem noch relativ leise. Soll ich noch ein bisschen lauter machen? Ich weiß es nicht. Untertitel noch ein bisschen größer? Keine Ahnung, wie gesagt, gerne Verbesserungsvorschläge ab in die Kommentare damit. Ah, guck mal hier. Da haben wir doch das letzte. We consider ourselves proud hunters, predators.
But that pride sometimes prevents us from growing as a species. Internal divisions have weakened us. Our numbers dwindle while their numbers grow. But it's not too late. We can still survive, but to do so, we must be ready to adapt. We cannot be too proud to evolve. Okay. Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch... Ich würde ganz gerne wissen, was man dafür bekommt, wa? Ich würde ganz gerne wissen dafür, was man bekommt. Und vor allen Dingen, was jeder Gegner so an Erfahrungspunkte bringt. Ja. Was bekommt man, wenn man alle Sammelsachen hat, weißt du? Vielleicht kriegen wir ja da so einen kleinen Bonus, Erfahrungsbonus. Das wäre natürlich richtig geil. Das wäre natürlich noch ein weiterer Anreiz, vor allen Dingen, die Sachen zu finden, weißt du? Okay, okay, okay. Wir beruhigen uns jetzt hier mal wieder. So. Zack. Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich später noch ein bisschen mehr nutzen hier, das Ganze. Die Möglichkeiten, wenn sie da so sich aktivieren und ihren Schwachpunkt zeigen. We need to leave the shadows. Don't be fooled. Once our veil of secrecy is lifted, we won't stand a chance. We might be more powerful, but they will crush us with their numbers. Listen to the voice. Enough. Your line's thirst for all-out war with the humans endangers us all. Peter Delano. Without the sheep. The wolves go hungry, yes. But the day is coming when the sheep will outwit the wolves. Haven't you been watching, brother? The humans have harnessed the power of steam and lightning, and they grow mighty. If our hubris allows us to grow fat and lazy in the shadows, they will soon have the power to hunt us down like dogs. And so, you propose war. War suggests there is a chance we might lose. I propose we strike. With my new asset, we can control the change. Reclaim the Sanguisuja's rightful place at the top of the food chain. Control the change. Are you mad? Even suggesting such a thing is blasphemy. Dominic, brother, these are blasphemous times. While my methods may very well be at variance with our tradition, I can tell you one thing. If we don't adapt, we will perish. Enough. I will not allow you and your bastard breed to lead us into annihilation. Peter Delano, for the high crime of conspiracy against your own kind, I sentence you and your line to the true death. I told you, Father. They wouldn't listen. We had to try, Felicity Mikata. Our work will be a lot easier if we can help them understand. If we can't... Then... we... force them to! Wie er angefiedert guckt, ey. Wow! Ja, lass gut sein. Ja, lass gut sein. Okay. Wow, Junge.
Ran da! Also irgendwie sind die mega leicht, oder? Also bisher zumindest noch. Nein, ich bin zu spät weggegangen. Okay, Schaden macht, also wenn er trifft, macht er Deckschaden. Okay, gut. Schenk fest irgendwie. Weg hier erstmal. Haut mal ab jetzt hier, Fischgesichter, ey. So, kurz mal die wegkloppen, dass ich schneller wieder Heilung einsetzen kann. Hau mal ab jetzt hier. Hau ab jetzt! Hab zu tun und weg mit dir. Oh shit. Wow, geil, noch ausgewichen. Okay, ich dachte, der ist betäubt. Okay, mein Fehler. Loser, Loser. Ein kleiner, dreckiger Loser. Think you could have brought a bigger knife? Some people get a gold watch when they retire. I got Susan here. Should have asked him how to get out of here. Too late. He won't be of any use for a month or two. Wait. What about Chester? Well, what are you gonna do? Now that is how you shape an explosion. Damn, we're late. At least we won't be going back to the manor empty-handed. Geil. Ja, nee. Nee. Bisschen was nehmen wir mit. Oh, I'll be damned. That's a new way to spend taxpayers' money. James Harrow. The people's hero. I heard the White House sends him golden toilet paper. As long as he keeps the presidential ass clear of tick trouble. Feed him well. We've got a lot of ground to cover tonight. You're not staying for the presentation? The whole institute is in town. I'll pass on the corporate backpatting session. I don't need another retirement lecture. Here, take this to your father before it wakes up and starts cursing us all to high hell. Great, so I'll just tell him you've traded killing vampires for swilling cheap bourbon? Tell him whatever you want. Fine, skip the presentation. But you ain't getting away from a final drink with me afterwards. Okay, neue Geschichte. Erster Funken. Ja, einmal Catch haben wir übersehen. Schade, schade. Erste Funken. Nachdem sie den Tempel von Belmontville zerstört haben, gehen Jesse und Edgar zurück zum Gutshaus. Okay. Soll ich das vorlesen? Soll ich sowas vorlesen eigentlich? Oder sagt ihr, ach komm, muss nicht sein. Was ich aber nicht verstehe, dass... ach, guck mal hier.
Unser Held und unser Kollege. Chester und Peter. Das sieht schon ganz cool aus. Das wäre natürlich richtig geil, wenn es in-game so aussehen würde, die Charaktermodelle, wie jetzt hier. Das wäre richtig geil. Das sieht schon ganz cool aus. Wisst ihr? Ihr seht schon. Wisst ihr, was ich meine? Es ist halt... Ich finde jetzt nicht, dass sie schlecht ist, die Grafik, aber... Gut, jetzt hier... Es ist schon ganz geil, ja. Hier ist schon ganz cool, ja. Hier hebt sich das so ein bisschen ab. Und ich mag so... Ist das Steampunk? Nennt man das Steampunk? Ja, wahrscheinlich schon. Ist doch Steampunk. Kommen wir immer damit durcheinander. Steampunk? Doch, Steampunk, wa? Ja, genau. Steampunk, alte Zeiten, aber mit viel besserer Technologie ist, glaube ich, Steampunk, ja. Was ich sagen wollte, was ich aber nicht so cool finde, die hätten eigentlich in den Cutscenes, wenn sowieso so dicke schwarze Balken sind, die Untertitel doch auf den schwarzen Balken tun sollen, oder? Wisst ihr, was ich meine? Das wäre irgendwie cooler. Mr. Rentier? At ease, boys. My father in his office. Hello, sir. Director Rentier spared no expense to improve those gauntlets. Officially, they called it a cholera epidemic, but truth was they were dealing with a terrible outbreak of amateur necromancy. The entire institute was engaged in the hunt. Seht ihr? Sag ich doch, ey. Sag ich doch. Abraham Lincoln, Vampirjäger, Freunde. Zieht euch den Film rein. Okay. Zieht euch den Film rein. Tale of Secrets. Absolute Empfehlung, ey. Wenn ihr auf so Action, Vampir steht, so Action, Vampir-Action, so, da kann man sich schon mal reinziehen. Okay, das wird nicht vorgelesen. Okay. From my first year of cadet training, I'm the shortest one of the bunch. The very next year, I grew like a weed. Had to buy all new pants. Mr. Rentier, you remember me? Ja, klar, du bist Mr. Random. Mr. Rentier, Junge. Hat den Namen, ey. Mr. Rentier, ey. Director Rentier sure looks edgy. Something's up. I can smell it. Ja, ich muss mich mal trotzdem kurz mal umschauen hier. Hier gibt's auch ein bisschen Kohle, weißt du? Did you get that big fangster you were after? Sir. Gravener's with you? He sends his regards. He's afraid you'll try and talk him out of retirement again. I don't believe either of us want that. You know he did risk his life to get this for you. That's Harrow's trinket. I'm sure you'll both be rewarded accordingly. Edgar isn't some civilian looking for a medal. This is all he knows. Your institute saw to that. My institute? This isn't about Agent Gravener, Jesse. We are on the cusp of great progress, great change. Today's presentation is of critical importance to the family. After which... Edgar is family. After which, I expect you to step up to your duties here at the Manor. With all due respect, Director, I am a field agent, not a paper pusher. You're a rentier! Why must you always make me spoon-feed these things to you, Jesse? There are bigger things at work here than running around in caves slaying beasts. I do believe someday soon you will see it my way. And if you don't, it's my responsibility to force that change. Now, leave me be. I must prepare for the presentation. And send someone in here to clean up this mess. Okay, ich spreche mit den Agenten. Okay, sauber übersetzt ist es jetzt auch nicht. Spricht mit dem Agenten. Naja, egal, gut. Ist jetzt nicht schlimm. So, warte mal. Lass mal ganz kurz nochmal hier das abklappern. Heavy as hell. Silberkampfhandschuh. Ja, geil. Was mir auch so gerade wieder in den Sinn kommt, The Order, wa? The Order bräuchte auch mal eine Fortsetzung, aber das war leider nicht erfolgreich, das Game. Und man muss wirklich sagen, es war schlecht vermarktet. Ein 5-6 Stunden Spiel, only Singleplayer für Vollpreis damals von Sony, Junge. Edgar and my father in the Civil War.
right before the bloody Battle of the Wilderness, Central Virginia. His life changed forever during that fight. Highborn nearly killed him. Badly tore up his leg. Edgar carried him in the dead of night across enemy lines to a field hospital, but surgeon could only do so much. After that, Dad could no longer function in the field. Ja, aber die Order war schon ganz cool für dich. Okay, gut. Checken wir das ab. Should have seen that priest armed with holy water, crosses, and whatnot. And that tick. He's scared stiff. You're just in time. The presentation should be starting soon. What do you got for me this time? Ah. Okay, benutzen Sie Geld, um Waffenverbesserungen zu kaufen. Benutze LT zwischen LT. Okay. Rentierrevolver. So, Abschuss. Wie viel Kohle haben wir denn jetzt? Können wir uns beide das leisten? Ja, komm, nee, erstmal auf Schaden gehen. Glückstreffer. Das ist natürlich cool. Ein Treffer auf eine Schwachstelle stellt die treffende Patrone wieder her. Nicht verkehrt. Okay. Nice. Geil. Sehr cool. So, wir können jederzeit die Kohle ausgeben. Sehr cool. Sehr gut, sehr gut. Okay, wo ist die Präsentation? Hä? Wo ist sie denn? Nicht blöde? Jetzt schon wieder. Ah, hier vorne. Engraving her by the stables. She ain't coming in. I heard Gravener's finally retired. Diese Akzente. Father in all his directorial glory. The artist who painted the portrait, what was his name? Philomen Cole? He was so curious about those gauntlets. Word came back that he talked about them in a local pub, and Father had to give him a very stern talking to. Scared the living piss out of him. Father was a very private person. I'm surprised he ever consented to even pose for this portrait. You can see by the look in his eyes, he wasn't too happy about it. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass man das sieht. Dass er nicht so glücklich darüber war. Gentlemen, if you'll take your seats. And, welcome. Yeah, I'm Assistant Secretary of War, James Harrow. President Cleveland wants you to know how appreciative we are of the vital service the Vampirjäger-Institut performs, defending our great country from monsters of all shapes and sizes. He also wanted me to make sure you're not blowing all our money on Mexican Monty. But that's another conversation. Yes, quite. Well, as I say, keep up the good work. God bless you all, and God bless America. Thank you all for gathering here tonight. It's rare we gather in such numbers, but I believe great progress calls for momentous celebration. Our efforts in the fight against the sanguisuga's spread have too often been baffled by the creature's most insidious weapon, their so-called glamours. These impenetrable illusions have allowed countless fiends to slip through our grasp for too long. That ends now. Agent Rentier, we've upgraded the standard field agent's gauntlet with something our science bots have affectionately named the Zapper. Not exactly an elegant name, but it does the trick. When triggered, the Zapper sends out an electrical impulse that shatters any nearby sanguisuga's glamours forthwith, eliminating what is not and leaving only what is. Once finished, these new gauntlets will be distributed to cells nationwide post-haste, allowing us to sweep our respective territories for glamoured nooks and crannies. This is the beginning of a new age, gentlemen. Armed with this gauntlet, there is no way our enemy can surprise us.
Okay, da haben wir den Schocker. Innovatives Gerät, das vom RE zur Aufhebung von vampirischen Illusionen konstruiert wurde. Es wird an der linken Hand getragen und dient der Unterstützung im Kampf, da es bei Bedarf einen Lichtbogen erzeugen kann. Drücke LB zum Blocken. Der Schocker kann Gegner unter Strom setzen. LB drücken, um einen angreifenden Gegner unter Strom zu setzen und für die RB-E-Kombo anfällig zu machen. Okay, geil. Gut, Freunde, ich würde aber sagen, das testen wir beim nächsten Mal, wenn ihr Bock habt. Ja, wenn ihr denn Bock habt. Wenn es der Fall ist, ja, wie gesagt, gerne unterstützen, würde mich sehr, sehr freuen. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt kein Spiel sein wird, was jetzt die große Masse ansprechen wird. Aber wenn ihr Bock habt, können wir das gerne ein bisschen weiterzogen. Ja? Lasst mich das einfach nur wissen. So, das war's. Haut rein und tschüss.